In diesem Video erfahrt ihr, wie man Schritt für Schritt ein solches Nass-in-Nass-Aquarell erstellt. Seid gespannt. Es gibt auch ein paar gute Tipps extra. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich male heute mit Aquarell und zwar nochmal Nass in Nass. Habe mir hier ein Papier 300 Gramm pro Quadratmeter ausgesucht. Ein Zellulosepapier mit feiner Struktur. Ich habe es auf eine Plexiglasplatte gelegt und möchte es heute auch nicht aufziehen, sondern euch zeigen, dass ihr ganz ohne Aufkleben das Papier benutzen könnt. Ich besprühe es mit Wasser von beiden Seiten. Dann verteile ich das Wasser nochmal mit einem breiten Pinsel, damit es an allen Stellen ankommt. Es soll in das Papier einsaugen. Die Fasern dehnen sich dann aus und das Papier schmiegt sich gleich an diese glatte Kunststoffplatte an. Und so wird auch vermieden, dass dort Blasen entstehen. Auch von der Vorderseite werde ich nochmal alles gründlich einstreichen, damit ich keine Stelle vergesse. Nachdem ich ein paar Minuten gewartet habe, wiederhole ich das von der Vorderseite noch einmal. Zum Schluss trockne ich meinen breiten Pinsel in einem Tuch ab und nehme überschüssiges Wasser wieder weg. Jetzt ist mein Papier fertig für die Nass-in-Nass-Malerei. Ich beginne mal mit einem hellen Gelb. Das trage ich oben auf und möchte einen Verlauf anlegen. Meine Verlaufsfarben seht ihr hier auf meiner Palette. Allerdings muss ich die Farbe sehr dicht auftragen. Das heißt, ich muss meinen Pinsel richtig voll saugen lassen mit Farbe. Denn im Papier selbst ist ja schon viel Wasser und das verdünnt die Pigmente wieder. Also ich brauche ganz viel Farbe. Auch nach dem Trocknen wird die Aquarellfarbe ja zusätzlich noch einmal heller. Für diesen Zweck wären Tubenfarben besser. Die könnte man in einem extra Gefäß vorher entsprechend dicht mit etwas Wasser vermengen und auftragen. Dann habt ihr auch mit dem breiten Pinsel nicht so viel Schwierigkeiten, in die kleinen Näpfchen zu kommen. Ich kippe mein Kunststoffboard ein bisschen, dann läuft die Farbe von oben nach unten und zieht in das Papier ein. So, mein Hintergrund ist fertig. In meinem Rundpinsel habe ich jetzt ein Indigo, ein sehr dunkles Indigo mit Wasser. Und das trage ich nass auf nass jetzt innerhalb des Rots auf. Und ihr werdet gleich sehen, wie sich diese Farbe im Lauf der Zeit in das Papier hinein verteilt.
Habt einfach Vertrauen in die Farbe und in den Prozess. Hier seht ihr, wie ich den Pinsel an meinem Lappen ausdrücke und dann Farbe wieder wegsauge. Dadurch werden diese Partien wieder heller. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Indigo in die Farbe hinein und ihr werdet gleich sehen, jetzt verteilt sich die Farbe nicht mehr mit einem weichen Rand, sondern jetzt bildet sie Strukturen. Es kommt also auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt ihr die Farbe auf das Papier bringt. Das ist eine Erfahrungssache und solche kleinen Experimente wie hier dienen dazu, euch diese Erfahrung zu geben. Ich habe meinen Pinsel gut ausgewaschen und nehme nun nur Wasser, das ich hineintropfe. Dadurch werden die Pigmente verdrängt und es entstehen Strukturen mit Rändern. Ihr dürft jetzt eure Fantasie freien Lauf lassen. Klammert euch nicht an die Vorstellung einer Landschaft, sondern schaut einfach, wie schön die Farben verlaufen, welche Strukturen sie bilden und arbeitet mit den Farben zusammen. Hier oben setze ich einen kleinen Punkt hin. Und mit einem feinen, trockenen Pinsel sauge ich jetzt aus der linken Hälfte des Kreises ein bisschen Farbe weg. Dadurch wird mein Punkt zum Planeten.
Wenn ich fertig bin, sauge ich mit einem Papier einfach rundherum das Wasser von der Platte ab, lasse mein Aquarellpapier aber noch auf der Platte trocknen. Hier seht ihr nochmal die Strukturen, die sich ausgebreitet haben. Beim zweiten Auftrag von Indigo. Ihr seht den Unterschied zwischen den weichen Übergängen und diesen ausgefransten Übergängen. Das hatte etwas mit dem Zeitpunkt des Auftrags zu tun. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. So, das Blatt ist komplett trocken. Es ist schön glatt geblieben. Und hier seht ihr, die Farben sind etwas heller nach dem kompletten Trocknen. Das sieht ein bisschen aus wie Gebüsch, könnte aber auch irgendwas unter Wasser sein. Ich finde es einfach spannend, das so offen zu lassen und mit den Farben zu experimentieren. Ich habe noch ein zweites Bild gemacht mit ähnlichen, eigentlich den gleichen Farben. Und ihr seht, das wird jedes Mal anders. Die Farbe macht, was sie will. Und auch hier ein schönes Ergebnis. Ich hoffe, ihr habt auch mal Lust bekommen, das auszuprobieren. Das ist nicht schwer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!